Was kostet überhaupt eine Steuererklärung? Gehe ich zum Steuerberater oder doch lieber zum Lohnsteuerhilfeverein? Kann ich die vielleicht auch alleine machen, die Steuererklärung, also kostenlos? Und traue ich mir das überhaupt zu? Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Muss ich mich überhaupt mit diesem lästigen Papierkram mit der Steuererklärung beschäftigen? Willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen. Drücke gern die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wenn dir das Video gefallen hat, gebe gern einen Daumen nach oben. Alle Fragen, Informationen, Anregungen bitte unten in die Kommentare. Ich stelle heute 3 Möglichkeiten, kostenlose Möglichkeiten der Steuererklärung vor. Ja, natürlich muss man ein bisschen Einsatz bringen, also selber aktiv werden, aber wenn du jetzt zum Steuerberater oder zum Lohnsteuerhilfeverein gehst, musst du auch die Unterlagen vorbereiten. Also die Vorbereitung ist immer die gleiche. Also warum willst du dann nicht mal versuchen, das gleich mal selber einzugeben? Ich zeige, wie gesagt, 3 Möglichkeiten und wir beginnen jetzt mit der ersten. Wir befinden uns jetzt auf der Seite steuerlotse-rente.de. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Das Bundesfinanzministerium hat ab dem Steuerjahr 2020 ein neues kostenloses Online-Angebot für Rentner mit einer einfachen Steuererklärung zur Verfügung gestellt. Also dieses Angebot ist kostenlos und nur für Rentner und Pensionäre ohne Zusatzeinkommen. Dieses Portal ist voriges Jahr im Juni 2021 gestartet. Wir sind jetzt hier in der Übersicht. Hier wird erklärt, wie man herausfinden kann, ob man den Steuerlotsen nutzen kann. Sollte man die Voraussetzungen erfüllen, muss man sich eben registrieren und einen Freischaltcode beantragen. Hier unten sind noch häufig gestellte Fragen. Wer kann den Steuerlotsen nutzen? Also Einzelpersonen und auch Paare, die eben nur Rente und Pensionen beziehen. Wenn jetzt noch Nebeneinkünfte vorhanden sind, steuerpflichtige Nebeneinkünfte oder Mieteinnahmen, dann kann man den Steuerlotsen nicht nutzen. Ganz wichtig, bis wann muss ich die Steuererklärung abgeben? Es ist immer der 31. Juli des Folgejahres, wenn man seine Steuererklärung alleine macht und keinen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein nutzt. Jetzt schauen wir uns einfach mal an. Wir wollen jetzt wissen, ob man den Steuerlotsen nutzen kann. Ganz wichtig, also nur Renten und Pensionen als Einkünfte. Wir starten diesen Fragebogen und wählen jetzt hier aus, sagen wir mal, wir sind verheiratet, gehen weiter, wir leben nicht dauernd getrennt, gehen auf Weiter, wir möchten eine Zusammenveranlagung nutzen, gehen auf Weiter. Keiner von uns bezahlt Unterhalt oder bezieht Unterhalt, also ist ein ganz einfacher Fall. Bei Elster haben wir noch kein Konto und wir beziehen inländische Rente oder Pension, entweder hier aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus den landwirtschaftlichen Alterskassen. Hier ist alles hier aufgeführt, Riester, Rürup, Pensionskassen, Pensionsfonds beziehen wir ausschließlich, sagen wir ja, gehen auf Weiter. Wir haben Kapitalerträge, wir haben ein kleines Sparguthaben und wir sagen aber, wir haben den Sparerpauschbetrag in Anspruch genommen und alle Zinseinnahmen liegen unter diesem Sparerpauschbetrag. Dann gehen wir auf Weiter. Wir haben, wir haben keine Einkünfte aus Erwerbstätigkeit. Gehen wir mal auf Weiter. Wir haben Vermietungseinkünfte auch nicht. Wir gehen wieder auf Weiter. Wir leben nicht dauernd im Ausland und dann wird uns angezeigt, Sie können Ihre Steuererklärung für das Jahr 2021 mit dem Steuerlotsen machen. Wie geht es weiter? Bitte beachten Sie, das wird dann hier unten alles erklärt. Wir gehen nochmal einen anderen Fall durch. Wir starten nochmal den Fragebogen und nehmen jetzt mal einen ledigen und sagen, nein, er bezieht keinen Unterhalt und er zahlt auch keinen Unterhalt und er hat auch noch kein Konto bei MyElster. Er bezieht ausschließlich eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung,
Haben Sie Kapitalerträge? In dem Fall haben wir mal keine. Dann gehen wir auf Weiter. Haben Sie Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit? Da sagen wir mal ja. Weiter. Und jetzt wird gefragt, ob es sich um eine geringfügige Beschäftigung handelt. Da sagen wir ja. Es handelt sich um also einen sogenannten Minijob. Gehen wir weiter. Und ich sage hier, nein, weitere Einkünfte habe ich nicht. Leben Sie dauerhaft im Ausland? Nein, auch nicht. Gehen wir auf Weiter. Und auch in dem Fall können wir das machen. Jetzt gehen wir nochmal hier auf Zurück und sagen, es handelt sich nicht um eine geringfügige Beschäftigung, weil ich ja vielleicht ein bisschen mehr verdiene. Dann gehen wir auf Weiter und dann wird uns auch angezeigt, zurzeit kann der Steuerlotse nicht genutzt werden. Nehmen wir noch hier nochmal ein anderes Beispiel. Konto bei MyElster, nein, haben wir nicht. Er bezieht nur von den Stellen seine Rente. Er hat Kapitalerträge, hat er nicht. Und er hat keine weiteren Einkünfte. Und er hat hier auch keine weiteren Einkünfte. Aber er lebt dauerhaft im Ausland. Das kommt ja gar nicht so selten vor. Und da wird uns angezeigt, dass der Steuerlotse zurzeit dafür nicht genutzt werden kann. Da hier steht, er kann zurzeit nicht genutzt werden, kann man ja durchaus hoffen, dass die Rentner, die ihren Ruhestand im Ausland verbringen, irgendwann die Möglichkeit haben, auch den Steuerlotse Rente für ihre Steuererklärung nutzen zu können. Das wäre natürlich eine unheimliche Erleichterung für die Rentner im Ausland, die es betrifft. Ja, dann ist hier eigentlich alles selbsterklärend. Ich zeige nochmal kurz, das ist hier die Startseite, also nur für Rentner und Pensionäre mit einer ganz einfachen Steuererklärung. Und der Vorteil gegenüber elster.de ist zum Beispiel der, dass wirklich nur die Positionen angezeigt werden, die den Rentner betreffen. Wenn man jetzt auf elster.de das alles öffnet, da wird ja alles abgefragt, ob Arbeitnehmer oder Rentner, also ganz viel, und es ist dann nicht so übersichtlich. Wenn man jetzt als Rentner online seine Steuererklärung machen möchte, kostenlos, dann empfehle ich den Steuerlotsen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Ja, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann muss eben dieser Freischaltcode beantragt werden. Und der wird dann per Post zugeschickt und mit der Identifikationsnummer und dem Freischaltcode kann man sich dann anmelden und die Steuererklärung beginnen. Also ist eigentlich ganz einfach und versenden. Und ich habe hier nochmal, muss ich nochmal gucken, informieren. Kann ich Angaben machen, die meine Steuerlast reduzieren? Das ist vielleicht noch ganz wichtig. Ja, man kann die Vorsorgeaufwendungen eintragen, Spenden und Mitgliedsbeiträge, die außergewöhnlichen Belastungen, also auch wenn man einen Grad der Behinderung hat, die Nebenkostenabrechnung oder haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen, Kirchensteuer, das kann man hiermit alles machen. Dieser Freischaltcode, der muss allerdings jedes Jahr neu angefordert werden, aber ich denke mal, das ist nicht das Problem. Wenn man ein Konto bei Elster hat, kann man in der Regel den Steuerlotsen nicht nutzen. Das zeigt er dann auch an, wenn man sagt, ich habe bereits ein Konto bei Elster, zeigt er an, dass es voraussichtlich nicht genutzt werden kann. Also Elster ist ja die Abkürzung für elektronische Steuererklärung und die offizielle Plattform der Finanzverwaltung. Also wer einen ganz einfachen Fall hat und eben auch seine Angaben hier machen möchte, die eine Steuerlast reduzieren, der sollte unbedingt sich mit dem Steuerlotsen beschäftigen. Er ist, wie gesagt, kostenlos und sehr einfach und sehr übersichtlich. Er kann für Ledige und auch für Paare genutzt werden. Und ja, das war's denn im Prinzip eigentlich. Ich kann es jedem empfehlen. Es ist eine einfache, übersichtliche Sache und der Steuerlotse ist kostenlos. So, ich fasse nochmal zusammen. Also die erste Möglichkeit ist die, dass man sich vom Finanzamt die Vordrucke besorgt oder auch aus dem Internet runterlädt auf der Seite vom Bundesfinanzministerium, die ausfüllt und per Post hinschickt. Die zweite Möglichkeit, die habe ich gerade eben erläutert, mit dem Steuerlotsen. Und die dritte Möglichkeit ist, die Steuererklärung kostenlos auf elster.de zu machen.
Es gibt noch eine vierte kostenlose Möglichkeit und die ist für diejenigen, die überhaupt nicht mit dem Papierkram im Sinn haben, die sich mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigen wollen, aber wissen, dass sie eine Steuererklärung machen müssen. Darum geht es im nächsten Video. Halte also Ausschau und bleib dran.